Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch einen weiteren Batteriespeicher für euer Balkonkraftwerk vorstellen, aber das Ganze soll kein typisches Unboxing sein, wo ich einfach nur ein paar Daten in den Raum werfe, sondern soll ein Praxisreview werden und euch auf einige wichtige und sicherheitsrelevanten Themen hinweisen. Außerdem möchte ich auf einige besondere Eigenschaften der EcoFlow Stream Serie eingehen und mit einigen Unklarheiten in Bezug auf die Eingangsspannung, Ausgangsspannung, die dezentrale Aufstellung der Geräte, wie sie gemeinsam verschaltet sind, wie sie arbeiten und wie man auf diese magischen 2300 Watt Abgabeleistung kommt und somit die 800 Watt Grenze des Gesetzgebers umgeht und ob das überhaupt in der Praxis machbar und realistisch ist. All das und viel mehr erfahrt ihr im heutigen Video, und falls ihr Fragen habt oder noch irgendetwas unklar sein sollte, dann ab damit in die Kommentarspalte, und dann gibt es, wenn ein paar Fragen zusammenkommen, gibt es dann auch noch mal ein kleines zweites Update-Video, wo ich eure Fragen oder Unklarheiten beantworte und hoffe, so alle Missverständnisse aus der Welt zu bringen. Okay, in diesem Sinne jetzt das Intro und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, auch wenn das kein typisches Review, Unboxing oder ähnliches werden soll, muss ich dennoch zuerst mal damit anfangen und auf ein paar technische Daten und auf ein paar Besonderheiten des Systems eingehen und dann auf einige spezielle Punkte. Falls ihr nichts von dem Review oder dem Unboxing sehen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, dort sind ja die Sprungmarker hinterlegt, und springt an die Stellen, die euch interessieren. Dann auch noch wichtig, die Firma EcoFlow hat mir die im Video gezeigten Artikel zur Verfügung gestellt, aber keinerlei Bedingungen gestellt, was ich erzählen oder sagen soll. Um genau zu sein, haben sie mir geschrieben, mach dein Ding und erstell das Video so, wie du es möchtest. Okay, dann hätten wir auch das Thema, wieso hier oben oder da oben Werbung steht, geklärt. Dann, damit ihr das Video ein bisschen besser einschätzen könnt, das System ist jetzt seit etwas über 2 Wochen montiert, heißt, ich kann schon ein bisschen was zu dem System sagen, aber auch wichtig für euch, die Firma EcoFlow hat die Geräte und die App in den letzten 2-3 Wochen mit App-Updates, Software-Updates und so weiter regelrecht überflutet. Deswegen nicht alles, was ich im heutigen Video erwähne, muss in 2, 3, 4, 5 Wochen immer noch Stand der Dinge sein. All das, was ich euch heute hier erzähle, bezieht sich auf Stand Ende Juni 2025. Für den Test des Systems habe ich Folgendes zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt einmal einen Stream AC Pro, dann den Stream Ultra, 4 Solarpaneele mit jeweils 450 Watt Peak, wovon ich aber nur 3 montieren konnte, und die entsprechenden Halterungen von EcoFlow für eine Flachdachmontage. Die Solarpaneele sind bei mir auf dem Garagendach montiert. Die Position der Solarpaneele ist jetzt nicht unbedingt optimal, wie ihr hier im Video sehr schön sehen könnt. Ich habe auf der einen Seite sehr hohe Bäume, also auf der linken Seite, und von der rechten Seite werden die Module vom Haus selbst verschattet. Ich blende auch noch mal ein bisschen was ein, so ein Diagramm, wo man das sieht, wann, wie, wo was passiert. Aber obwohl die Position nicht optimal ist, reicht es für uns vollkommen aus, denn die 2 Batteriespeicher versorgen die Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung mit Strom, und so kann die Wärmepumpe ca. 60% ihres Eigenbedarfs mit den 800 Watt aus den Solarpanelen und dem Batteriespeicher abdecken. Die Montage der Solarpaneele war relativ einfach, auch die Halterungen sind einfach zusammenzubauen. Meine 2 Jüngsten haben mich dabei tatkräftig unterstützt und somit war das Zusammenbauen der Halterung relativ einfach. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Unterseite der Schiene schon so ein Schaumstoff angebracht ist, beziehungsweise den kann man da drauf kleben, und so benötigt man keine Bautenschutzmatte oder ähnliches mehr für die Montage, zum Beispiel auf einem Flachdach. Aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich dennoch, denn man muss die Solarpaneele konstruktionsbedingt auf den 2 äußersten Seiten befestigen, also links und rechts. Und wenn man in einem Gebiet wohnt, wo im Winter etwas mehr Schnee runterkommt, dann bin ich mir relativ sicher, dass das nicht ohne zusätzliche Abstützung in der Mitte
funktioniert auf Dauer, denn das Ganze biegt sich ja dann doch relativ stark durch und deswegen hatte ich mich dazu entschieden, das Ganze in der Mitte nochmal abzustützen, obwohl wir hier im Rhein-Main-Gebiet nicht unbedingt Probleme mit großen Schneemengen haben oder ähnliches, aber sicher ist sicher. Die Montage im Allgemeinen ist meiner Meinung nach nicht wirklich alleine zu bewerkstelligen. Man braucht unbedingt Hilfe, da die Paneele irgendwas um die 1,90 Meter mal 1 Meter, ich weiß gar nicht mehr, 1,20 Meter oder sowas groß sind. Und die sind relativ unhandlich, auch wenn sie nicht wirklich schwer sind. Aber ich denke mal, das bekommt ihr alleine hin, ohne dass ich euch das jetzt im Video konkret zeige. Auf jeden Fall, nachdem ich die Solarpaneele montiert habe, musste ich noch einen passenden Ort für die 2 Batteriespeicher finden. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze neben die Garage zu stellen, da ich dort eine Steckdose habe und die Kabel von dem Garagendach, also von den Solarpanelen, runterkommen vom Garagendach und ich die dann direkt an den Batteriespeicher anschließen kann und dann werden die auch nicht zu lang. Zwar sind die Geräte mit IP65 angegeben, sie sollten aber dennoch vor extremen Wetterbedingungen geschützt werden. Das heißt vor starker Sonneneinstrahlung und vor starkem Regen. Deswegen habe ich so eine kleine Überdachung für sie gebaut und darauf geachtet, dass auf der Rückseite die Luft ohne Probleme zirkulieren kann, denn die Batteriespeicher entwickeln beim Umwandeln von Gleichstrom in Wechselstrom und umgekehrt relativ viel Wärme und deswegen muss man darauf achten, dass die Wärme auch problemlos abgeleitet werden kann. So ist das Ganze bei mir jedenfalls seit dem 15. oder 16. Juni montiert und all meine Erfahrungen und Einschätzungen beruhen halt auf diesen 2 Wochen, seitdem sie im Einsatz sind. Wichtig, damit so ein Batteriespeicher effektiv arbeiten kann, sollte man auch ein elektronisches Strommessgerät montieren. Das heißt, so etwas in der Art wie den Shelly 3 EM. Das hier ist jetzt die EcoFlow Edition und der ist bei mir verbaut und überwacht den Strombedarf, damit dieses immer die richtige Energiemenge zur Verfügung stellt und so wenig wie möglich ins Netz einspeist. So, dann möchte ich euch auch noch die 3 unterschiedlichen Varianten vorstellen, die es gibt und euch ein bisschen was zu den jeweiligen Modellen erzählen. Also, es gibt einmal den EcoFlow Stream AC Pro, dann den Stream Pro und den Stream Ultra. Alle 3 Modelle verfügen über einen 1,92 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Akku und die sind ja relativ sicher. Das heißt, sie sind dafür bekannt, dass sie keine Probleme verursachen und die Lebensdauer eines solchen Akkus beträgt ungefähr 6000 Ladezyklen, was ungefähr 10-15 Jahren entspricht. Und dann haben Sie immer noch eine Restkapazität von ungefähr 70-80%. Das heißt, die halten relativ lange durch und sind problemlos in ihrem Einsatz. Beginnen möchte ich mit dem kleinsten Modell, den Stream AC Pro, den ich auch hier habe. Der ist für alle diejenigen geeignet, die schon eine Solaranlage mit Mikrowechselrichter in Betrieb haben und keine Möglichkeit haben, die PV-Kabel direkt zu dem Speicher zu verbinden. Das heißt, all diejenigen können den Mikrowechselrichter einfach hier in den AC Pro in die Steckdose hineinstecken und dann den Speicher und dann ist der Speicher im Grunde schon in Betrieb und kann verwendet werden. Dann gibt es noch den Stream Pro, der im Vergleich zum Stream AC Pro noch 3 MPPT-Tracker verbaut hat und es somit halt erlaubt, Solarmodule direkt an den Batteriespeicher anzuschließen. Um genau zu sein, maximal 1500 Watt, was 500 Watt pro MPPT-Tracker bedeutet. Heißt, falls ihr so wie ich nur Platz für 3 Solarmodule habt, wäre der Stream Pro die richtige Wahl für euch. Und dann zu guter Letzt gibt es noch den Stream Ultra, der verfügt über 4 MPPT-Tracker und erlaubt somit bis zu 2000 Watt an Solarmodulen anzuschließen, was 500 Watt pro MPPT-Anschluss bedeutet. Dieses Modell ist für all diejenigen geeignet, die die Grenze von maximal 2000 Watt, die der Gesetzgeber erlaubt, auch ausnutzen möchten und natürlich auch den Platz dafür haben, 4 Solarmodule aufzustellen. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso soll ich 2000 Watt Peak auf meinem Dach montieren, wenn ich sowieso nur 800 Watt nutzen kann, das ist relativ einfach. Diese 2000 Watt Peak werdet ihr vermutlich nur irgendwann mal im Mai, Juni erreichen, wenn die Module am effizientesten arbeiten können. Und dann vor allem im Winter sinkt ja die Ausbeute sehr stark und dann spielt es eine große Rolle, wie viele Module ihr verbaut habt, denn dann kommt ja nicht mehr so viel Sonne von oben runter und dann spielt jeder Quadratzentimeter
Quadratzentimeter Solarfläche eine große Rolle und so könnt ihr dann mit etwas Glück die 800 Watt auch ja, im Winter an sonnigen Tagen erreichen. Und dann kommt ja vor allem dann das Thema Batteriespeicher so richtig zum Tragen, denn wenn ihr im Sommer 2000 Watt Peak auf dem Dach montiert habt, dann würdet ihr ja im Normalfall 60, 70, 80 oder sogar 90% der erzeugten Energie ins Netz einspeisen und hättet nichts davon, denn der normale Standby-Verbrauch liegt bei ungefähr 100 bis 200 Watt und dieser überschüssige Strom wird ja jetzt im Batteriespeicher gespeichert und kann dann in der Nacht oder wenn die Sonne mal nicht so richtig scheint, weil gerade irgendwie eine Wolke vorbeizieht, verwendet werden und dann hättet ihr einen konstanten, niedrigen Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum. Dann auch noch wichtig zu wissen, all diese drei Geräte oder drei verschiedenen Geräte, die lassen sich alle miteinander kombinieren und können so entweder direkt miteinander verbunden werden über so ein Kabel und wirken dann wie ein großer Batteriespeicher oder die Geräte können dezentral in der Wohnung verteilt werden und werden virtuell über das Stromnetz miteinander verbunden und wirken dann im Grunde auch wie ein großer Speicher, wobei es bei dieser Variante ein paar kleine Einschränkungen gibt, was die maximale Ausbeute angeht, aber dazu erzähle ich euch auch später etwas mehr. Dann noch ein paar Keyfacts zu den Geräten. Also insgesamt kann man 6 solcher Batteriespeicher zusammenschließen oder zusammen betreiben, was eine maximale Speicherkapazität von knapp 12 Kilowattstunden entspricht. Dazu muss ich aber später auch noch mal etwas Wichtiges erzählen. Aber an jedem Gerät sind 2 Steckdosen vorhanden, die bidirektional arbeiten können. Das heißt, man kann entweder über sie Strom einspeisen von einem Wechselrichter oder man kann Strom aus dieser Steckdose beziehen. Die Steckdose selbst kann maximal 1200 Watt aus dem Speicher entnehmen, also reine Batterieenergie. EcoFlow nennt das Ganze dann Einzelmodus, wenn also nur ein Gerät, ein Batteriespeicher vorhanden ist. Aber prinzipiell kann hier auch ein Verbraucher angeschlossen werden, der deutlich über 1200 Watt benötigt. Aber die Energie für diesen Verbraucher, der mehr wie 1200 Watt benötigt, der wird dann aber nicht komplett aus dem Speicher entnommen, da die Grenze, wie gesagt, bei 1200 Watt liegt, was eine Batterie liefern kann, sondern das wird dann aus dem Stromnetz dazu gemischt. Das heißt, er holt sich die restliche Energie aus dem Stromnetz und kombiniert das mit diesen 1200 Watt, die er aus der Batterie entnehmen kann. Das heißt, wenn euer Verbraucher 2000 Watt benötigt, dann kommen 1200 Watt aus dem Speicher, aus der Batterie und die restlichen 800 Watt werden aus dem Stromnetz hinzugefügt oder halt beigemischt, wie auch immer man das nennen möchte. Aber wenn ihr ein zweites Gerät zur Verfügung habt, so wie ich jetzt zum Beispiel den AC Pro und den AC Ultra und an dem AC Pro wäre jetzt ein Gerät angeschlossen und das benötigt 1200 Watt, dann würde der Ultra 800 Watt in das Stromnetz einspeisen, denn der Shelly sagt ihm ja, dass 800 Watt fehlen oder wie auch immer, wie viele Watt fehlen und dann würde der die fehlende Leistung zur Verfügung stellen und dann würde dieses Gerät dennoch komplett von eurem System mit Strom versorgt werden, auch wenn nicht direkt. Und das heißt dann bei EcoFlow verteilter Modus und ist in dieser Form, soweit mir bekannt, das einzige System, das so aufgebaut ist und deswegen ist dieses System derzeitig auch so einzigartig und vor allem auch so beliebt auf dem Markt. Auch noch wichtig zu wissen, diese 1200 Watt beziehen sich immer auf einen Speicher. Wenn ihr mehrere Speicher zusammen habt und direkt miteinander verbunden habt, bei EcoFlow heißt das dann Parallelmodus, dann könnt ihr bis zu 2300 Watt aus dem Batteriespeicher beziehen, wobei sich diese Angabe immer auf die maximale oder gesamte Ausgangsleistung der Steckdosen bezieht. Das bedeutet, wenn ihr 2 Geräte an dieser Steckdose hier angeschlossen habt, dann müssen sich diese Geräte diese Gesamtausgangsleistung von 1200 Watt bzw. dann 2300 Watt im Parallelmodus teilen, da die Steckdosen parallel miteinander verbunden sind und sie halt nur maximal 2300 Watt liefern können. Wenn ihr also den AC Pro und den Ultra über dieses Kabel hier verbindet und an alle Steckdosen jeweils ein Gerät anschließen würdet, dann müssten sich diese Geräte, die zur Verfügung stehenden 2300 Watt untereinander aufteilen. Das heißt ein Viertel der Leistung und dann würde jedes Gerät 575 Watt aus dem Batteriespeicher beziehen.
Wobei, wichtig der Hinweis, diese Steckdosen an dem Gerät sind intern mit 10 Ampere abgesichert. Das heißt, ihr dürft sie maximal nur mit 2300 Watt belasten und ja, nicht wie üblich mit den 3680 Watt über 16 Ampere, so wie es im normalen Haushalt normalerweise üblich ist. Okay, schauen wir uns jetzt noch mal kurz an, wie ein Balkonkraftwerk normalerweise funktioniert, wo ein Batteriespeicher helfen kann und wie EcoFlow diese 800 Watt Grenze aushebelt. Die Idee oder wie das Ganze umgesetzt wurde, ist im Grunde relativ einfach, aber man muss zuerst mal auf diese Idee kommen. Und ich probiere das Ganze mal an einem Beispiel aus dem Alltag zu verdeutlichen und das Ganze mit ein paar Diagrammen zu versehen, damit man auch etwas zu sehen hat. Häufig, wenn es um das Thema Balkonkraftwerke geht, wird ja gesagt, ja, montier dir ein Balkonkraftwerk auf dem Balkon oder wo auch immer und dann kannst du relativ viel Geld sparen, wenn zum Beispiel die Waschmaschine läuft, wenn der Kühlschrank läuft oder was auch immer. Das Problem bei diesen Geräten ist aber, dass sie meist nur sehr kurz und dann sehr viel Strom verbrauchen und danach wieder sehr wenig und das pendelt sich oder das geht die ganze Zeit hin und her. Ein Kühlschrank zum Beispiel mit Gefriertruhe, so wie unserer, der ist ungefähr 7 Jahre alt. Der verbraucht ca. 70 Watt, wenn er läuft, aber der läuft nur ca. 30 Minuten. Dann ist er wieder für 30 Minuten aus und dann beginnt er wieder von vorne. Also das heißt wieder an, wieder aus und so weiter und so fort. Das heißt, wirklich viel kann man da nicht sparen und vermutlich genau dann, wenn er läuft, scheint gerade keine Sonne oder ist es Nacht. Aber bekanntlich macht ja auch Kleinvieh ein bisschen Mist, deswegen lohnt es sich dennoch. Aber das sind so problematische Geräte. Dann ein anderes Beispiel ist die Waschmaschine, denn sie verbraucht relativ viel Strom, aber das Problem ist, dass sie das auch nur wieder für ganz kurze Zeit tut und zwar nur dann, wenn das Wasser aufgeheizt wird und auch dieser Vorgang dauert nicht wirklich lang, im Normalfall irgendwas um die 20 Minuten, je nach Waschmaschine natürlich und die restliche Zeit verbraucht sie meist irgendwas um die 40, 50, 100 Watt, 150 Watt, irgendwas, sowas in der Art, je nachdem wie effektiv der Motor arbeitet, denn dann wird ja nur die Trommel gedreht und wenn er nicht gerade schleudert, verbraucht es halt auch nicht wirklich viel Strom. Und genau hier liegt die Stärke eines Batteriespeichers, denn nicht immer, wenn die Waschmaschine gerade aufheizt, es scheint auch gleichzeitig die Sonne und in dieser Zeit kann der Batteriespeicher die Energie, die benötigt wird, liefern. Schauen wir uns das Ganze mal mit der Waschmaschine und dem EcoFlow-System etwas näher an. Hier habe ich ein kleines Diagramm, wie ein Waschmaschinenprogramm aussieht, ohne PV-Strom und ohne Batteriespeicher. Hier sieht man deutlich, wenn die Waschmaschine startet, verbraucht sie bei uns ca. 2000 Watt. Dann kommen noch so ein paar einzelne Verbraucher in diesem Zeitraum dazu. Das sind dann hier ungefähr 800 Watt und dann landen wir bei ca. 2800 Watt in diesem Zeitraum. Jetzt das Ganze nochmal, wenn die 800 Watt vom Batteriespeicher oder von den PV-Modulen dazukommen. Wenn die Sonne also zu dieser Zeit gerade scheint, wenn die Waschmaschine läuft, dann passt das alles. Aber wenn die Sonne gerade nicht scheint, dann wird die Energie aus dem Batteriespeicher entnommen und so sinkt dann der Strombedarf von 2200 Watt auf 1400 Watt. Und wenn man das Ganze im verteilten Modus betreibt mit 2 EcoFlow Stream Modellen und so wie es vermutlich bei vielen der Fall sein wird, dann ist ja der Ultra mit den PV-Modulen zum Beispiel wie bei mir auf der Garage oder in der Garage und der AC Pro steht unten im Keller bei der Waschmaschine und dann kann das System seine volle Stärke ausnutzen, denn dann kommen 1200 Watt vom AC Pro über die Steckdose an die Waschmaschine, die direkt angeschlossen ist und weitere 800 Watt kommen vom Ultra, das über das Stromnetz die erlaubten 800 Watt einspeist und dann sieht die Kurve so ähnlich aus wie hier. Man erkennt im Grunde fast gar nicht mehr, dass die Waschmaschine läuft. Und das schafft aktuell kein anderer Batteriespeicher, der auf dem Markt erhältlich ist. Oder kennt ihr ein System, das das kann? Dann ab damit in die Kommentarspalte, würde mich sehr interessieren, denn mir ist zurzeit kein anderer bekannt.
Was hier aber noch zu erwähnen ist, wenn ihr mehrere Geräte dezentral verteilt und kein Verbraucher direkt an die Steckdose im Gerät angeschlossen ist, dann summiert sich natürlich die Abgabe der einzelnen Geräte nicht, sondern die vom Gesetzgeber vorgeschriebene maximale Einspeisung von 800 Watt wird eingehalten, denn die Geräte kommunizieren miteinander und jedes liefert nur einen Teil dieser 800 Watt oder ein Gerät alleine 800 Watt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie wird der AC Pro überhaupt geladen, wenn er irgendwo im Waschkeller oder sowas steht, das ist relativ einfach. Der AC Pro ist ja mit der Steckdose verbunden über das normale Netzkabel und über diese Verbindung kann er ja entweder Strom beziehen oder Strom abgeben, da der Anschluss ja, wie vorhin erwähnt, bidirektional ist. Das heißt, wenn Überschüsse von der Solaranlage vorhanden sind und nicht mehr in die Haupteinheit, zum Beispiel dem Ultra, gespeichert werden können, dann wird der überschüssige Strom in den AC Pro gespeichert. Das heißt, das System merkt, dass zum Beispiel gerade 800 Watt zu viel produziert werden oder nicht mehr eingespeist werden können und dann holt sich der AC Pro diese 800 Watt einfach über das Stromnetz und lädt sich selber damit auf. Im Normalfall sollte das so sein, dass wenn ihr ein Ultra habt und ein AC Pro, zuerst der Ultra geladen wird und wenn dieser voll ist, dann wird der AC Pro geladen, wenn dieser irgendwo dezentral oder getrennt voneinander aufgestellt ist. Der Grund, wieso das gemacht ist, ist relativ einfach, denn beim Umwandeln entstehen natürlich Verluste. Das heißt, wenn die PV-Anlage mit dem Ultra verbunden ist, dann wird ja der Gleichstrom von den PV-Modulen im Ultra in AC umgewandelt, um über das Hausnetz an den AC Pro geleitet zu werden. Und von diesem AC Pro Gerät wird der Strom dann wieder in DC umgewandelt, damit er dann in den Batteriespeicher geladen werden kann oder dort gespeichert werden kann. Und bei diesem Prozess entstehen natürlich Umwandlungsverluste und deswegen werden die Geräte nacheinander geladen. Das heißt zuerst der Ultra, weil dort die wenigsten Verluste auftreten. Und wenn der voll ist, dann wird erst der AC Pro geladen oder das andere Gerät, weil dabei relativ hohe Verluste auftreten. Man spricht irgendwas bei jedem Umwandeln von 10 bis 15% Verluste, die auftreten. Das Design an sich gefällt mir sehr gut, würde zumindest bei uns in die Wohnung perfekt reinpassen, aber worauf man achten sollte, ist der Aufstellungsort. EcoFlow suggeriert leider in einem seiner Bilder auf der Webseite, dass man den Speicher zum Beispiel in einem Schrank platzieren kann, aber in der Praxis birgt das die Gefahr, dass die Geräte nicht ausreichend gekühlt werden, denn wie vorhin erwähnt, entsteht bei dem Umwandeln einiges an Wärme und diese muss ja irgendwie über die Kühlrippen auf der Rückseite abtransportiert werden und damit das ohne zusätzliche Lüfter funktioniert und vor allem lautlos passieren kann, muss die Luft dahinter problemlos zirkulieren können. Und wenn ihr die Teile in einem Schrank montiert, wie es auf diesem Bild suggeriert wird, dann wird das Gerät vermutlich unter Belastung sehr schnell warm und wird sich dann vermutlich wegen Übertemperatur abschalten. Deswegen sorgt dafür, dass wenn ihr die Geräte irgendwo aufstellt, die Luft dahinter problemlos zirkulieren kann. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch mal ganz kurz mal die App an, aber da möchte ich nicht zu tief einsteigen. So, das wäre jetzt die App. Wie gesagt, die Geräte, bei mir handelt es sich einmal um den Ultra und einmal den Stream AC Pro. Da der Stream AC Pro gerade hier ist, wird er als Offline angezeigt, aber das spielt jetzt weiter keine Rolle. Was ihr hier auf jeden Fall seht, ist einmal, wie viel erzeugt wurde, was verbraucht wurde. Dann seht ihr hier auf der linken Seite bei Stromnetz, was aus dem Stromnetz bezogen wird. Dann Solar, dort was von den Solarpanelen gerade in den Speicher kommt und was ins Hausnetz fließt. Dann, was mir nicht so gut gefällt, ist diese Anordnung der Symbole hier unten. Ups. Kann ich jetzt nicht draufklicken, aber hier ist einmal Diagramm, einmal Geräte und einmal Einstellung. Ich finde, die sind nicht wirklich super voneinander abgegrenzt. Das war in einer vorherigen Version der App war das noch viel schlimmer. Da ist es gar nicht aufgefallen. Jetzt ist es ein bisschen besser, aber ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwie so eine Linie ist. Okay, wir befinden uns jetzt auf der Diagrammseite. Das heißt, hier wird euch gezeigt, was erzeugt wurde, zu welcher Uhrzeit. Das ist so ein kleines Dashboard. Hier seht ihr alles Mögliche an Informationen. Und wenn ihr draufklickt, dann seht ihr auch, wer wie wo was geliefert hat, was ins Netz eingespeist wurde und so weiter, was die Woche produziert wurde und so weiter und so fort. Alles möglich. Dann habt ihr hier einmal das Gerät. Hier ist zum Beispiel der Shelly, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist der hier, der ist schon für
EcoFlow vorkonfiguriert. Jetzt meldet er sich, wieso auch immer gerade nicht. Vorführeffekt, doch, jetzt war er da. So, hier wird dann gezeigt, welche Phase wie gerade belastet wird. Und hier beim Stream Ultra seht ihr, dass gerade Geräte angeschlossen sind, beziehungsweise PV-Module angeschlossen sind. Und wie vorhin erwähnt, sind bei mir nur 3 Module angeschlossen. Und ihr seht hier, PV-Modul 2 liefert so und so viel, PV-Modul 3 und PV-Modul 4. Und dann seht ihr hier bei Netzanschluss, dass gerade 24 Watt ins Netz eingespeist werden, dann wie voll der geladen ist und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr auch hier noch über die App die 2 Steckdosen ein- oder ausschalten, falls sich irgendwelche Geräte daran angeschlossen haben sollten. Und dann zu guter Letzt ganz schnell bei Einstellungen, hier findet ihr wie das Ganze gemanagt werden soll. Das heißt, ihr könnt Null-Einspeisung machen mit dem Shady-Gerät zum Beispiel oder könnt das Ganze manuell machen. Bei mir ist es, wie gesagt, über die Shady-App, über das Shady-Gerät gemacht. Und dann könnt ihr hier auch noch sagen, wie viel darf maximal eingespeist werden, denn je nach Region unterscheidet sich das Ganze. So. Und dann, was gibt es hier noch? Einspeisekontrolle, Lade- und Entladegrenze. Hier sagt EcoFlow 20 und 80% empfohlen. Ich hatte es auf 10 und 100% eingestellt, aber das muss jeder für sich einstellen. Dann die Versorgung. Hier kann man noch sagen, wie viel Backup-Strom immer zur Verfügung stehen soll. Und hier kann man auch diesen Premium-Dienst aktivieren, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und dann Firmware-Aktualisierung können wir uns auch nochmal gerade angucken. Also aktuelle Version. Was ich das gerade teste, ist 231 am Ende für beide, für den Ultra und für den Stream Pro. Das heißt, meine Bewertung oder mein Review bezieht sich auf diesen Firmware. Das soll es von mir an dieser Stelle auch mit der App gewesen sein. Noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr ein neues Gerät hinzufügt, das ist relativ einfach. Ihr klickt hier oben auf das Plus, schaltet das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist, und dann wird es euch direkt hier angezeigt und dann klickt ihr auf Verbinden, Übernehmen, tragt das WLAN-Netzwerk ein, das Passwort und dann ist das Ganze übernommen. Also wirklich sehr einfach und extrem unkompliziert. So, bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, möchte ich nochmal auf diese 6 Geräte zu sprechen kommen, die man maximal anschließen kann und verteilt in der Wohnung aufstellen kann. Denn da gibt es noch eine Sache zu beachten, wenn man wirklich so viele Geräte aufstellen möchte. In der Theorie hört sich das Ganze gut an und wird vermutlich in 90–95% der Fälle auch so ohne Probleme funktionieren, ohne dass man irgendwas beachten muss. Funktionieren, aber es gibt auch noch die anderen 5–10%, bei denen man etwas vorsichtiger sein sollte. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, euch mehr wie ich sag mal 2 oder 3 Geräte zuzulegen, dann solltet ihr vorher nochmal einen Elektriker zu Rate ziehen und fragen, ob das ohne weiteres bei euch möglich ist. Bei 2 bis 3 Geräten ist es im Normalfall ohne weiteres möglich, die Geräte ohne Rücksprache zu betreiben. Aber alles, was drüber hinausgeht, sollte man, wie gesagt, mal jemanden zur Hilfe holen. Zwar sagt EcoFlow in seiner Betriebsanleitung, dass der Aufbau nur zulässig ist, wenn die örtlichen elektrischen Vorschriften das direkte Einstecken der Geräte in eine Haussteckdose erlauben, aber das ist meiner Meinung nach etwas zu wenig an Aufklärung, denn nicht in jedem Haushalt ist das Ganze ohne weiteres möglich, zumindest wenn es mehr wie 2 oder 3 Geräte sein sollen. Ich bin niemand, der gerne Panik verbreitet, aber unter ganz bestimmten Konstellationen kann das Ganze etwas problematisch werden. Ganz wichtig, die Betonung liegt auf kann. Die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering und eher unwahrscheinlich, dass jemand 6 Geräte montiert, aber ich möchte dennoch kurz auf diese Problematik eingehen. Vor allem, weil nicht jeder in einem Neubau wohnt und die Verdrahtung vor allem in älteren Häusern nicht immer optimal ist, so wie zum Beispiel bei uns in unserem Haus. Also, worum geht's? Ich probiere das so einfach wie möglich zu erklären und so wenig wie möglich Fachchinesisch zu reden. Angenommen, ihr habt 3 Geräte, ein Ultra und 2 AC Pro. Ihr habt den Ultra auf dem Balkon stehen, da wo eure Solarmodule angeschlossen sind, und habt ein AC Pro im Wohnzimmer stehen und den anderen zum Beispiel im Badezimmer, weil dort eure Waschmaschine steht.
Jetzt kann es im Altbau sein, wichtig kann, nicht muss, dass Badezimmer, Wohnzimmer und Balkon über die gleiche Sicherung abgesichert sind und im schlimmsten Fall, dass sie auch noch ein und dieselbe Leitung in der Wand miteinander teilen. Das ist nicht üblich und das sollte auch nicht so sein. Aber wenn ihr euch mit ein paar Elektroinstallateuren unterhaltet, dann werden die euch ganz bestimmt noch ganz andere Sachen erzählen, die noch viel schlimmer sind, was früher gemacht wurde, beziehungsweise was durch irgendwelche Hobby-Elektriker gemacht wird oder gemacht wurde. Jetzt ist es so, dass jeder dieser Geräte mit bis zu 1000 Watt Netzspannung geladen werden kann. Das heißt, ihr habt vielleicht einen dynamischen Stromtarif, die Akkus sind leer und ihr habt eingestellt oder die KI regelt das, dass wenn der Strompreis unter einen bestimmten Wert fällt, die Speicher gefüllt werden sollen. Das bedeutet, wenn diese 3 Speicher alle leer sind und jeder eine Kapazität von knapp 2 Kilowattstunden hat, dann dauert es circa 2 Stunden, bis sie voll geladen sind. Das heißt, in diesen 2 Stunden wird euer Stromkabel, eure Leitung in der Wand, die Sicherung mit 3 kW belastet, also mit 3000 Watt. Jetzt muss man noch wissen, dass in Deutschland normalerweise das so ist, dass ein Stromkreis im Normalfall mit maximal 3,6 kW belastet werden kann, bevor die 16 Ampere Sicherung auslöst. Das heißt, diese 3 Geräte würden unter der Maximalleistung von 3,6 kW liegen und alles wäre in Ordnung. Wenn ihr aber jetzt eure Waschmaschine einschaltet und die Waschmaschine befindet sich im Aufheizmodus, dann würde die Waschmaschine nochmal zusätzlich 2000 Watt verbrauchen und wenn sie, wie vorhin erwähnt, im schlimmsten Fall auf der gleichen Sicherung sitzt oder die gleiche Leitung verwendet, würde diese dann mit insgesamt 5000 Watt oder 5 kW belastet werden. Was passiert jetzt? Im besten Fall löst eure Sicherung aus. Die Sicherung heißt ja auch Leitungsschutzschalter und die Aufgabe dieses Leitungsschutzschalter ist es, wie der Name schon sagt, der Schutz der Leitung. Dieser Sicherungsautomat soll also verhindern, dass die Leitung durch zu hohe Belastung beschädigt wird. Falls es sich bei eurer Sicherung, wie auch bei dem Rest der Elektroinstallation, um einen Altbau handelt, kann es passieren, dass diese Sicherung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und eventuell gar nicht oder erst zu spät auslöst. Das bedeutet dann, dass das Kabel in der Wand durchbrennen könnte und dann hättet ihr, wie gesagt, euren Spaß. Was dann noch alles passieren kann, darauf will ich zuerst mal gar nicht eingehen. Jetzt wird der eine oder andere sicherlich sagen, ja, das ist nicht normal und das wird nicht passieren. Klar ist es nicht normal, aber häufig entstehen Katastrophen durch Verkettung von ungünstigen Umständen und unvorhergesehenen Entwicklungen. Ein kleines Beispiel. Bei uns ist es so, dass wir zwar 3 Phasen von den Stadtwerken ins Haus gelegt bekommen haben oder dort liegen, aber die einzelnen Wohnungen sind nur mit einer Phase angeschlossen und somit läuft alles über diese eine Phase, die mit ca. 35 Ampere abgesichert ist, was dann wiederum ungefähr 7700 Watt entspricht, also 7,7 kW. Und wenn man jetzt 3 solcher Geräte anschließt und die gerade geladen werden, weil der Strompreis gerade günstig ist und gleichzeitig noch den Herd mit 2 oder 3 Platten anmacht, dann hat man diese 35 Ampere oder 7,7 kW sehr schnell ausgereizt und dann müssten die 3 Geräte auch nicht auf einem Kabel hängen, also auf einer Leitung in einem Zimmer oder ähnliches, sondern da übersteigt schon die Gesamtabnahme der Wohnung die Möglichkeit der einen Phase, die mit der 35 Ampere abgesichert ist. Also das Ganze soll keine Panikmache sein und viele von euch wird es vermutlich auch nicht betreffen, aber es gibt nun mal Wohnungen, die zum Beispiel nur mit einer Phase angeschlossen sind und wenn man das dort dann übertreibt, kann es recht schnell an die Grenzen der Elektroinstallation kommen. Deswegen meine Empfehlung, falls ihr von Elektrotechnik keine Ahnung habt und ihr mehr, wie ich sag mal, 2 Stück anschließen wollt, dann erkundigt euch doch mal kurz bei jemandem, der sich mit Elektrotechnik auskennt. Der soll sich einfach das mal bei euch vor Ort anschauen, ob ihr nur eine Phase habt oder ganz normal 3 Phasen habt, wie das Ganze dann abgesichert ist und ob alle Räume separat abgesichert sind. Ich denke mal so, im Normalfall sollten alle Häuser, alle Wohnungen ab Baujahr 1990, das einfach jetzt mal grob in den Raum geworfen, problemlos funktionieren, wenn da nicht irgendwo gefuscht wurde. Denn das kann man nie ganz ausschließen. Deswegen
Falls ihr euch nicht sicher seid, einfach mal kurz bei irgendjemandem fragen, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt. Und falls ihr dem nicht vertraut, könnt ihr immer noch eine Fachperson zu Rate ziehen, den Elektriker eures Vertrauens. Okay, kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie Panik verbreitet, denn das war nicht meine Absicht. Ich bin auf jeden Fall vor allem von der Idee begeistert, wie einfach man diese 800 Watt Grenze umgehen kann. Durch dieses System lässt sich das Ganze ja, wenn man es richtig einsetzt, sehr viel Strom einsparen, der mit den normalen Batteriespeichern normalerweise nicht möglich ist. Die Idee ist sehr simpel, aber extrem effektiv. Die Installation ist sehr einfach und die Teile sind auch noch optisch, wie ich finde, sehr ansprechend. Was die Amortisationszeit des Ganzen angeht, das Ganze hat sich in den letzten 12 Monaten, das hatte ich schon mal in einem Video erwähnt, hat sich das Ganze extrem verbessert, denn dadurch, dass jetzt bis zu 800 Watt eingespeist werden dürfen und man auf dem Balkon bzw. auf dem Dach bis zu 2000 Watt Solarleistung montieren darf, hat sich diese Rechnung, wann sich das Ganze amortisiert, auf circa 5 bis 8 Jahre reduziert, wenn die Solarpaneele gut ausgerichtet sind und wenn auch alles andere richtig ist und der Strom natürlich auch verwendet wird. Wir betreiben damit die Wärmepumpe in unserem Haus bzw. in dem Haus, wo wir wohnen, und das funktioniert super. Tagsüber wird die Wärmepumpe von der Solaranlage und zum Teil von dem Speicher mit 800 Watt beliefert und morgens und abends sorgt dann halt der Batteriespeicher von dem EcoFlow-System dafür, dass die Wärmepumpe auch in dieser Zeit, wo keine Sonne scheint, mit Sonnenenergie versorgt wird. So ist der Verbrauch bei uns in den letzten Wochen um ca. 60% gesunken, denn die Wärmepumpe benötigt ungefähr 1200 Watt und 800 Watt kommen jetzt vom EcoFlow-System bzw. werden davon zur Verfügung gestellt, und so schaffen wir es, wenn die Sonne ausreichend scheint, von morgens bis abends die Wärmepumpe effektiv mit dem Batteriespeicher zu versorgen. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich dennoch, und zwar sind es die Updates. In den letzten Wochen gab es ja relativ viele Updates und häufig ist es so gewesen, dass irgendwelche Einstellungen durch die Updates verloren gegangen sind. Klar, die Updates sind wichtig und sollte man machen, aber hier ist es halt, wie gesagt, in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen, dass irgendwelche Einstellungen verloren gegangen sind, und wenn man nicht darauf geachtet hat, dann wurde diese Einspeisegrenze wieder auf 0 gesetzt, oder dass man in Deutschland wohnt und 800 Watt einspeisen darf, wurde wieder zurückgesetzt auf den ursprünglichen Zustand, und dann hat das System halt überhaupt nichts geliefert oder zu viel geliefert, und so ist halt Energie verloren gegangen. Deswegen mein Wunsch an EcoFlow: guckt, dass ihr die Dinge ein bisschen ausführlicher testet, beziehungsweise wenigstens, wenn ihr ein Update macht, dann dass die Einstellungen nicht überschrieben werden. Aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen erlegen, denn das System ist ja relativ frisch auf dem Markt und somit gibt es ja auch noch ein paar Bugs, und es ist ja wichtig, dass die Updates kommen und so diese Bugs behoben werden. Aber wie gesagt, manchmal ist es ärgerlich, aber was man auch dazu sagen muss, diese Änderungen, die man machen muss, die sind innerhalb von ein paar Sekunden wieder gemacht, aber ärgerlich ist es dennoch. Was mir auch noch fehlt, das ist mir zumindest jetzt beim Testen ein bisschen für dieses Video aufgefallen, ist die Möglichkeit, die Batteriespeicher manuell mit Strom zu befüllen. Das heißt, dass man einfach sagt, ich möchte in der Zeit von 14 bis 18 Uhr die Teile mit Strom aus dem Netz befüllen, weil ich irgendwie ab 18 Uhr eine Party im Garten habe, und dann möchte ich das Teil mitnehmen, in den Garten stellen und dort den Garten mit Strom zu versorgen. Das funktioniert leider so nicht. Es gibt ein paar Tricks, wie man das trotzdem machen kann, aber man kann jetzt nicht sagen, speichere einfach in den nächsten Stunden pro Stunde 200 Watt oder 0,2 Kilowattstunden ein oder 500 Watt ein und befüllt so den Speicher langsam mit Netzstrom. Das wäre schön, wenn das möglich wäre, aber vielleicht kann das EcoFlow mit einem Update nochmal nachträglich ändern. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Aber nichtsdestotrotz kann ich eine klare Kaufempfehlung für dieses Produkt abgeben. Was mir besonders gut gefällt, ist dieser verteilte Modus, denn das macht das Gerät einzigartig auf dem Markt, soweit mein Kenntnisstand ist. Denn
Damit kann man wirklich sehr viel zusätzlichen Strom sparen, wenn man die Waschmaschine oder einen anderen Großverbraucher daran anschließt. Dann das andere, was mir sehr gut gefällt, ist das optische Design, auch wenn die Teile jetzt bei mir nicht unbedingt im Wohnzimmer stehen, sondern das eine steht im Garten und das andere bei der Waschmaschine. Aber dennoch ist es ja schön, dass es nicht aussieht wie irgendwie ein grauer Kasten oder irgendwie ein schwarzer Kasten, der irgendwo im Eck steht und nichts hermacht. Dann, was mir auch noch einfällt, ein kleiner Kritikpunkt ist diese LED, die sieht man jetzt nicht, weil die gerade aus ist. Mal gucken, ich mache sie an. Die kann bei Nacht relativ störend sein, denn das ist relativ hell. Schön wäre es, wenn man diese Anzeige deaktivieren könnte oder ein bisschen die LED dimmen könnte, aber vielleicht ändert sich das auch noch. Ansonsten, der Preis, der ist okay. Es ist nicht super günstig, aber auch nicht super teuer. Und wenn ihr Interesse an dem Gerät habt, dann könnt ihr auch einfach mal ein bisschen abwarten, bis irgendwelche Angebote sind, wie jetzt zum Beispiel Prime Day oder ähnliches. Und dann sinkt der Preis auch nochmal. Ansonsten vom Hersteller gibt es nochmal ein paar Rabattcodes, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung oder stelle sie dort zur Verfügung. Falls ihr Interesse habt und dann mich und diesen Kanal etwas unterstützen wollt, dann verwendet den Link und den Rabattcode und spart so etwas Kohle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit eurem EcoFlow Stream Serie.